mehr zu sagen. Super. Jetzt gebe ich das noch so. Wer will Autogramme? Alles klar? Gebe ich ihm. Ich muss euch jetzt mal filmen, wie ihr mich alle filmt. Ja, sehr schade, aber... Das muss ich meiner Frau zeigen, sonst glaubt ihr das nicht. Ihr seid so cool. Liebe YouTuber, jetzt haben wir ein Mikrofon und ich würde jetzt mal vorstellen, dass wir das unter den YouTubern weitergeben, dass die sich mal kurz vorstellen und dass vielleicht so eine Art Diskussion in Gang kommt. Ich gebe das jetzt einfach einem YouTuber weiter, den ich zufälligerweise kenne und der dummerweise neben mir steht. Und wenn ihr dann Fragen habt, dann streckt die auf und dann geben wir das Mikrofon weiter. Also, mein Name ist Andreas, habe 9 BLA, das ist Programm bei mir, das haben die Leute bla bla bla. Das hat natürlich bei YouTube hat das schon geholfen. Und ich habe ja keinen typischen Amateurfunkkanal, ich habe zwar einen zweiten, aber der ist nicht so aktiv bewirtschaftet, sagt wird. Ich mache immer zweite Priorität, aber meine Seele hat sehr viel Wireless und deswegen ist alles, was legal, ohne Lizenz ist, alles auf meinem Kanal zu erreichen. Da findet man also VNA-Kurse und so weiter, aber alles in schweizerischem Englisch. Das ist für die Deutschen teilweise unverständlich, dass ich das nicht in Deutsch mache und dann muss ich meinen Zuschauern da immer sagen, Deutsch ist für mich, und das hört ihr ja jetzt gut, wir verstehen Deutsch, aber wir sprechen es nicht. Es ist für uns ebenfalls eine Fremdsprache und dann habe ich einfach die häufigere Fremdsprache ausgesucht und das war Englisch. Also, vielen Dank, dass ihr alle hier seid und ich gebe es weiter zum Michael. Hast du Zeit? Ja, Dankeschön. Mein Name ist Andreas vom YouTube-Kanal Prepperfunk. Ich bin das noch gar nicht so lange, muss ich sagen. Erst so 1,5, 2 Jahre. Und hier bin ich. Du kommst im Fernsehen. Ja, Dankeschön. Ja, und bei mir geht es eher so, nicht so, ja, auch schon Amateurfunk, aber bei mir geht es noch so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen Vorbereitung, Notfallkommunikation und so weiter und so fort. Allerdings nicht auf so einem hohen professionellen Level, wie das manch einer hier vermuten mag. Ich kämpfe mich da auch so ein bisschen durch, aber ich freue mich hier zu sein. Habe auch schon 2, 3 bekannte Gesichter gesehen, jetzt mal von unseren YouTubern abgesehen. Und wünsche euch allen eine schöne Ham-Radio und viel Spaß. Ja, hallo zusammen, DD0L von DD0L QTC, Name Michael. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich zu meinem YouTube-Kanal kam. Das war nämlich eigentlich unfreiwillig. Ich hatte via Twitter damals noch das DAD 74 bestellt, von Kenwood. Hier auf der Ham-Radio abgeholt, ausgepackt, eingeschaltet und ich war von der Funktionsvielfalt überrascht, überfahren und dann kam es erstmal ein halbes Jahr in die Schublade. Dann hat meine Frau mit mir geschimpft. Sie hat damals einen mäßig gut gehenden YouTube-Kanal und sie schimpfte, du hast zu viel Geld ausgegeben für dieses Funkgerät. Jetzt setz dich hin, schau dir das Handbuch an und wenn du dir das Handbuch anschaust, ja, dann kannst du es gleich verfilmen und das Wissen auf YouTube an andere weitergeben. Ja, so entstanden 80 oder 85 Videos zum TRD 75. Ich glaube, so viele Videos so gut verfilmt ist kein anderes Handbuch. Und ja, dann ging es weiter und wir sind jetzt bei Video Nummer 370 und es macht mir immer noch Spaß. Ja, das ist ja der Hammer, wie viele Leute hier jetzt auf einmal sind, hier, wie viele Kameras, das ist ja auch. Also, wir hören jetzt schon öfter mal professionell und dies und jenes. Es geht überhaupt nicht um, wer professionell ist oder nicht. Wir sind eine super Community. Wir haben alle die gleiche Leidenschaft für unser Funkhobby. Und diese YouTube-Kanäle kleben das wahrscheinlich so ein bisschen zusammen für alle.
und geben uns das Gefühl, dass wir da was gemeinsam dran machen. Und Influencer und YouTuber, das sind so Schlagworte. Irgendwie haben wir eine kleine Nische. Unsere Kanäle sind oft nicht so groß, wie eine Lippenstifte ausprobiert oder Unboxing macht. Aber was wir machen, ist halt einfach diese Family, die sich hier immer in der Ham Radio trifft, irgendwie so ein bisschen zusammenzukitten und immer so eine Gemeinschaft aufzuhalten. Und das finde ich eine Riesensache. Und dafür danke ich euch, dass ihr alle heute hergekommen seid. So, dann stelle ich mich noch vor. Mein Name ist Florian, Rufzeichen Delta Hotel 6, Foxtrot Sierra vom YouTube-Kanal Grenzfunker. Ja, ich habe so Anfang 2023 mit angefangen, wo ich dann meine A-Lizenz hatte, um einfach das Hobby nahe zu bringen. Der Name für meinen Kanal kommt daher, ich lebe an der deutsch-schweizer Grenze. Und deswegen ist auch das Kanallogo ein Grenzstein, weil bei uns stehen so um die eiserne Hand herum sehr viele Grenzsteine von allen möglichen Jahrhunderten. So, dann gebe ich es mal. Ich habe natürlich vergessen, mich vorzustellen. Ich war eben so in einer hitzigen Rede. Mein Name ist Kirk, Delta Oscar 3 Kilo India. Der Kanal heißt Fox74 und er heißt deshalb Fox74, weil er eigentlich ein UV-Kanal ist. Und wer den Kanal kennt, weiß, dass nicht nur ich selber die Videos mache, sondern ab und zu mal einer von unseren UV-Kollegen da mit dran teilnimmt. Also es ist ein UV-Kanal Fox74. Dankeschön. Ja, mein Name ist Jan, DO1JPL. Jan, du bist zu leise. Ja, ich gehe ein bisschen näher ran ans Mikro. Ja, mein Name ist Jan vom YouTube-Kanal Amateurfunk und Outdoor. Mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. Ich betreibe den Kanal Outdoor und Amateurfunk seit ungefähr 2,5 Jahren. Bin seit 2013 lizenziert, also auch schon eine Zeit dabei. Bei mir auf dem YouTube-Kanal gibt es verschiedene Videos, nicht nur zum Thema Amateurfunk, sondern auch generell zum Thema Outdoor. Freue mich heute auf der Ham Radio dabei zu sein. War vorhin auch schon in der Pressekonferenz. Ansonsten wird man mich auch noch die nächsten Tage hier auf der Messe sehen. Ich werde noch bis bis Samstag hier sein. Und ja, freue mich auf einen regen Austausch und würde das Mikrofon dann jetzt weitergeben, gleich an den nächsten. Dankeschön. Ich bin jetzt überwältigt auf die Resonanz hier für diese Präsentation der Amateurfunk-YouTube-Kanäle. Mein Name ist Wolfgang, OE1 Whisky Bravo Sierra. Wir sind der Österreich-Rundspruch, das heißt wir, meine Gattin und ich. Und dieser Rundspruch hat begonnen als reine Hörfunksendung. Ich habe ihn begonnen 1979, damals übernommen aus dem Niederösterreich- und Burgenland-Rundspruch. Dann haben wir Österreich ganz draus gemacht. Das hat immer so geknackst, das davor. Und nachdem ich aus der Audiotechnik komme und der Sprecherei, habe ich mal gefragt, wer macht denn den Rundspruch? Und da hat es geheißen, die Herren. Und ich habe gefragt, warum muss denn das so und so sein? Ich kann das besser. Und dann haben die gesagt, damals 1979, dann mach mal. Und das ist mir geblieben. Wir sind eine Hörfunksendung, die jeden ersten und dritten Sonntag im Monat abgewickelt wird, traditionell auf der Kurzwelle. Und seit 2019 sind wir ein Live-YouTube-Kanal. Das heißt, wir machen keine vorproduzierte Sendung, sondern wir gehen mit unserem Radio-Tonstudio live auf Sendung, haben insgesamt 6 iPads und iPhones als Kameras rundherum und unser jüngerer Sohn, der auch lizenziert ist, der switcht die Kameras. Somit ist also aus dieser Hörfunksendung ein YouTube-Kanal geworden. Wir sind derzeit ungefähr bei 500 Abonnenten und haben eine schöne Community rundherum. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier auch präsentieren und vorstellen können. Meine Frau schwirrt irgendwo herum, sie hat das leider jetzt ein bisschen verpasst, also so wäre das Bild, so sitzt sie in der Sprecherkabine bei uns beim Rundspruch. Vielen herzlichen Dank und schöne Zeit hier auf der Messe. Ich bin so aufgeregt. Also, ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk.
Und ich freue mich riesig, dass ihr alle gekommen seid. Echt, das ist mal was ganz anderes, ne? Also die Leute wirklich live zu sehen. Es ist auch was anderes, mal so zu sprechen. Weil wenn ich das zu Hause mache, meine Videos produziere, das kann ich ja korrigieren. Wenn ich da irgendwelchen Mist erzählt habe, ja, dann schneide ich das halt raus. Ne? Das kann ich hier nicht. Also ich muss echt jetzt aufpassen, was ich sage. Nee, super, dass ihr alle hier seid und vielen Dank auch an die IARU, dass ihr uns die Plattform hier bietet, dass wir uns hier präsentieren können, weil wir ja selber keine Stände hier auf der Ham Radio haben und so können wir uns auch persönlich mal mit euch treffen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Vielleicht noch zu meinem Kanal, wer den nicht kennt. Also ich habe hier so ein paar Karten hingelegt, könnt ihr gerne mitnehmen. Ich habe auch noch ein paar mehr. Ja, was mache ich? Also der Videokanal oder YouTube-Kanal DL2YMR beschäftigt sich viel mit Ausbildung. Ich habe mit dem DARC zusammen die Videos zur Erlangung der Klasse N produziert und so steht es auch in der Wikipedia. Die Wikipedia schreibt, ich mache auch einiges zum Nano-VNA und das stimmt auch, was da drin steht. Und ich produziere einmal im Monat die Amateurfunk News mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ja, ihr seid alle eingeladen, einmal zu gucken, kommt einfach mal zum AFU-Channel und ganz wichtig, immer ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, weil das ist der Applaus, den wir YouTuber von euch bekommen. Vielen Dank. Hallo, Jürgen, OE4 Juliet Hotel Whisky und Alpha Hotel 6 Uniform November vom Kanal Alpine Radio Waves. Ich sage euch gleich, wie es zu dem Namen gekommen ist. Und Bezug nehmend auf das, was der Michael gesagt hat, ich schneide sehr viel raus aus meinen Videos. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe vor 10, 15 Jahren schon SOTA-Videos hochgeladen, noch unter meinem Rufzeichen. Und das ist dann irgendwie eingeschlafen, es waren keine Follower mehr da. Und letztes Jahr, aufgrund einiger OMs, die Mitglied bei der European Ham Radio Show sind, wie zum Beispiel der Tobias und der Morten Lima Bravo Zero Foxtrot India, haben mich da irgendwie auf die Idee gebracht. Ich habe dann auch noch eine alte GoPro entdeckt in einem Schrank und habe dann angefangen, einmal ein Video zu machen, war furchtbar nervös. Zum Thema Name des Kanals, wie macht man das heute, wenn man keine Idee hat? Man fragt einfach ChatGPT. Und ChatGPT schlug vor, Alpine Waves Radio, das habe ich dann aber abgeändert und habe es umgedreht. Was mache ich? Was mir gerade so einfällt. Querbeet. In letzter Zeit habe ich auch ein bisschen was zum Thema CB-Funk gemacht. Also ich habe da überhaupt keinen Plan. Ich habe kurzfristig eine Idee und setze das um und mache Livestreams, war auch auf der Hamvention in Dayton, habe dort gestreamt, habe da jetzt auch schon 2 Livestreams gemacht und macht sehr viel Spaß, ist eine super Community und wirklich toll da dabei zu sein. Danke. Tobias, jetzt triffst du mich. Jetzt triffst dich, jetzt bin ich. Grüß euch, ich bin der Tobias, Delta Lima 3 Mike Hotel Tango und mein YouTube-Channel heißt LabCat. Tobias. In die Mitte muss ich auch. Ja, dann stelle ich mich neben die Prominenz, dann kommen die Views nach oben. Ja, warum habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen? Das kam, dass ich mir durch Zufall eine Insta360-Kamera gekauft habe. Also mit den 2 360-Grad-Kameras und da ein bisschen rumgespielt habe. Und dann dachte ich, ja, was macht man jetzt? Und dann habe ich irgendwie angefangen, erstmal nur meine Katze zu filmen und Katzenvideos hochzuladen, weil Katzen funktionieren ja immer. Und dann ist es aber in den Amateurfunk abgeglitten und nach Covid ist das Hobby auch wiederbelebt worden und schnell außer Kontrolle geraten mit den Bestellungen. Und ja, jetzt da habe ich mittlerweile einige Videos hochgeladen. Meistens mache ich halt irgendwas Technisches und leider mache ich meine Videos hauptsächlich in Englisch, weil ich mich da einfach auch beruflich sicherer fühle, frei zu sprechen, und im Deutschen fühle ich mich meistens nicht so richtig wohl, das auszusprechen, und im Englischen, wenn man das sowieso tagtäglich macht, im Dayjob quasi, dann ist es einfach einfacher für mich. Ja, und irgendwann hat es dann angefangen mit der European Ham Radio Show. Das war dann ein wöchentlicher Livestream, für die, die es nicht kennen. Immer Sonntag, 20 Uhr
mitteleuropäischer Sommerzeit, 19 Uhr UTC, dass ich es auch richtig sage. Und es sind ein paar Hams aus Norwegen und der Jürgen und ich. Und ja, wir reden da quasi eine Stunde, was uns auf dem Herzen liegt, amateurfunktechnisch, oder haben auch öfter mal Gäste. Und also mir macht Spaß und ich hoffe, den Zuschauern macht es auch Spaß. Vielen Dank. Wer ist der Nächste? Danke. Haben wir jetzt noch einen YouTuber vergessen? Dann gebe ich das Mikrofon der Alexandra. Hi, ich stelle mich mal zu euch. Okay, so. Also ich bin neu, wie man vielleicht... Okay, so. Hi. Also ich habe einen relativ neuen Kanal mit meinem Vater zum Thema Amateurfunk natürlich auch, aber besonders zum Thema Jugendarbeit und wie geht man ans Laie an das Thema Amateurfunk ran. Also wir alle machen Videos für erfahrene Funkamateure, so, sorry. Aber es gibt auch neue, von daher muss man die natürlich auch mal in das Thema einführen. Und das ist das quasi, was wir mit unserem Kanal, mit unserem OV-Kanal R14 machen. Und ich freue mich, dass ich auch jetzt hier was sagen durfte, obwohl ich nicht eingeladen war. Naja, auf jeden Fall, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier alle gleich schön unterhalten können. Und danke, dass ihr auch alle so tolle Videos macht. Sagst du nochmal den Kanal? Unser Kanal heißt DHLC OVR 14. Solingen ist unsere Stadt. Danke, Alexandra. Ich wollte mich auch noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Marc, habe 9 SSB. Und ich möchte im Namen der Jaro euch YouTubern ganz herzlich danken, weil ihr seid die Botschafter vom Amateurfunk. Ihr tragt das nach draußen. Die Jaro hat hauptsächlich sicher die Funktion, die Frequenzen zu verteidigen, aber natürlich auch den Amateurfunk zu fördern. Und wenn wir ihn indirekt fördern können, indem wir euch YouTuber unterstützen können, dann tun wir das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und ein ganz herzliches Dankeschön von der Jaro an euch alle. Und damit würde ich dann auch ganz gerne die Diskussion eröffnen. Wenn jemand Fragen habt, gebe ich gerne das Mikrofon. Ein Wort noch und eine Bitte. Ich sehe, hier filmen sehr viele und YouTube lebt von Content. Das heißt, wir würden gerne eigene Videos bringen zu diesem Event hier, und wenn ihr uns diese Videos, eure Videos zur Verfügung stellt, würden wir die gerne einbauen. Ich würde den Dispatcher spielen, das heißt, wenn ihr nur an die DHLC schreibt, mein Rufzeichen, mit einer Download-Möglichkeit, würde ich das an uns alle verteilen und dann können wir das selbst einbauen. Vielen Dank auch dafür. Okay. Möchte aus dem Publikum jemand was sagen dazu? Oder wollt ihr euch lieber so ein bisschen hier an den Tischchen unterhalten? Ja, wie unser Gemeindepräsidentin immer sagt, die Möglichkeit zur Diskussion wird nicht benutzt. Damit keine Diskussion? Ja, jetzt fängt sie doch an. Ja, eine kleine Nachtrag. Das ist das zweite Gesicht in unserem OE-Rundspruch, Österreich-Rundspruch, Silvia OE1YXS. Gut, wie gesagt, es wollte niemand das Mikrofon, dann nutzt die Gelegenheit, ihr nutzt die Fläche, euch auszutauschen mit eurem Lieblings-YouTuber oder eurem Lieblingspublikum. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir morgen auch wieder um 1 hier ein ähnlich gelagertes Meeting haben, aber mit Podcastern hauptsächlich, mit Radio Dark. Und ihr seid natürlich alle eingeladen. Und ein Wort noch zu verwenden, nicht eingeladen gewesen zu sein. Hier ist natürlich jeder Content Creator willkommen. Das ist nicht eine Geschichte auf Einladung. Nur ich kenne natürlich nicht alle und der Michael wahrscheinlich auch nicht. Und dann freue ich mich, dass du spontan dazu gekommen bist. Vielen Dank. Ich habe noch eine Bitte. Nehmt ihr bitte diese Karten mit? Die waren teuer.
Also, besonders das, was Sie mitnehmen.